Okay, hallo Leute, wir sind heute in Düsseldorf am Maritim Hotel. Dort findet die Fedcon statt. Das ist eine Science-Fiction Convention, wo derzeit die Schauspieler aus Stargate, Star Trek, Star Wars und natürlich auch die Mädels aus Charmed vorhanden sind und für euch Autogramme geben, Fotosessions machen und natürlich für Fragen jederzeit zur Verfügung stehen in den sogenannten Panels. Wir werden euch sowohl von der Pressekonferenz ein paar Bilder zeigen, wie auch von der Convention selber. Zwar nicht von den Panels, da dürfen wir jetzt nicht rein, aber natürlich zeigen wir euch, wie die Zuschauer vorbeikommen und natürlich verkleidet sind oder sonst irgendwas. Okay, ihr seid bestimmt schon tierisch gespannt, wie es drinnen aussehen wird. Deshalb nehme ich euch einfach mal mit rein. Also kommt mal mit. Also hier sehen wir gerade zwei Aliens aus Alien vs. Predators. Diese Filme sind natürlich jedem bekannt. Okay, wir sind heute hier auf der Fedcon mit dem Christian Humberg, hallo. Hallo. Du hast uns gerade dein Buch Geek, Pray, Love gezeigt. Wie ist es zu diesem Buch gekommen? Wir wollten, Andrea Bottlinger und ich, mit der ich das zusammen geschrieben habe, wir wollten eine Autobiografie der Fans schreiben. Für die Fans, von uns Fans, weil wir ja Fans sind. Wir wollten ein Buch schreiben, das der Welt erklärt, wie Geeks, Nerds, Fantastik-Fans so ticken. Und das ist dieser Versuch. Das haben wir mit Geek, Pray, Love gemacht. Das ist der Nachfolger unseres Buches Sorge dich nicht, u.v.m von letztem Jahr. Und wir sind hier auf der Fedcon, um beide zu präsentieren. Morgen haben wir hier noch eine Lesung. Seit heute sitzen wir hier schon und verkaufen das neue Buch, unter anderem an euch. Und jetzt reden wir mit euch.
Jawohl, super. Wie kommt dieses Buch denn bei den Fans an? Das ist heute der Erstverkaufstag. Das ist heute das erste Mal, dass ich dieses Buch überhaupt in echt in der Hand habe. Deswegen kann ich das noch nicht so wirklich beantworten, weil ich noch nicht viele Fans getroffen habe. Wir sind erst seit 2-3 Stunden hier auf der Con. Aber in den 2-3 Stunden habe ich bestimmt 200 von den Dingern signiert. Von daher glaube ich, es läuft ganz gut. Hört sich schon super an. Wie sieht es denn aus? Du hast gerade gesagt, das ist das erste Buch. Wie kam es dann überhaupt dazu, dass du diese beiden Bücher dann gemacht hast? Wir wollten mit Sorge dich nicht beame einen Lebensratgeber schreiben. Für Fans, die vor Problemen im nicht fanhaften Alltag stehen, also vor dem Privatleben, im beruflichen Leben und sich dann, wie man das als Fan so macht, fragt, was würde denn Han Solo machen oder was würde Captain Kirk jetzt in meiner Situation machen? Die Antworten darauf, die sind nicht immer ganz ernst gemeint, aber dann doch schon, stehen in Sorge dich nicht beame. Weil das so gut gelaufen ist, unter anderem letztes Jahr auf der Fedcon, haben wir mit Geek, Pray, Love einen Nachfolger geschrieben, genauso, nur ganz anders. Fedcon ist jetzt nicht dein erstes Mal. Wie oft warst du schon da und bist du selber schon als Fan hier gewesen? Du wirst es mir vermutlich nicht glauben, aber das hier ist in Folge meine 19. Fedcon. Also meine Fedcon hat schon ein Jahr den Führerschein. Herzlichen Glückwunsch. Nächstes Jahr Abitur. Ja. Heftig, also das ist unsere erste Fedcon, von daher kennen wir uns überhaupt nicht so aus. Von was bist du denn dann speziell selber Fan? Angefangen habe ich mit Star Trek. Das war so meine Zeit, als Next Generation im deutschen Fernsehen anlief, Ende der 80er. Das war so meine Fanwerdung im weitesten Sinne. Aber ich bin generell Fan von sehr vielen Franchises, auch viel von Literatur. Fantastische Bücher, fantastische Romane. Aber mein Hauptherz schlägt tatsächlich nach wie vor für Star Trek. Es sind ja heute auch einige von den Schauspielern da. Schaffst du es noch, dir irgendwen anzuschauen? Ich will das auf jeden Fall. Ich freue mich besonders auf David Gerrold. Frag einen Autor, in wessen Panel er geht und er sagt den Namen von Autoren. Ich will unbedingt David Gerrold treffen. Der hat nämlich nicht nur die Tribbles-Folge aus der Classic Star Trek-Serie geschrieben, sondern war Showrunner unter anderem für Land of the Lost. Das habe ich als kleiner Hosenscheißer sehr, sehr gerne gesehen. Und mit dem möchte ich gerne reden. Hallo erstmal, wir sind Starswanted, ich bin die Nicole. Wer seid denn ihr? Ja, ich bin Annika Klüver, ich bin Übersetzerin für den Crosscult Verlag und ja, wir bringen viele schöne Bücher raus. Unter anderem machen wir eben zusammen die James Bond-Reihe und ja, das ist. Ja, ich bin Stefanie Pann und ich arbeite auch als Übersetzer für den Crosscult Verlag. Übersetzer, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr jetzt die englischen Originalvorlagen und setzt euch dann hin und übersetzt einfach oder wie? Ja, ganz genau so muss man sich das vorstellen. Also man bekommt die englischen Originale und dann sitzt man am Computer und übersetzt eben den Text und dann arbeitet man den nochmal durch und dann geht er zum Lektor und irgendwann entsteht dann daraus das fertige Buch, was gedruckt im Laden steht. Okay, welche Bücher habt ihr jetzt speziell selber übersetzt? Also zusammen haben wir die James Bond-Reihe übersetzt. Das ist immer eine Hälfte sie, eine Hälfte ich. Dann noch Star Trek, verschiedene Serien. Ich übersetze immer Star Trek Titan. Du hast die Kastenromane übersetzt. Genau. Was noch? Ganz viel. Ja, ganz viel. Also ich habe einmal die Richard Castle-Romane, dann habe ich diverse Star Trek-Romane hauptsächlich lektoriert, aber auch übersetzt. Ja, und im Moment sind wir halt hauptsächlich mit den Bond beschäftigt. Das ist so ein Fulltime-Job, da gibt es ja jede Menge Material. Super. Ist das eure erste Fedcon? Nee, das ist, glaube ich, meine, ich weiß nicht genau, 15. oder sowas. Also ich bin schon lange dabei. Ja, ich glaube auch seit 2002 oder so. Und macht es immer noch genauso Spaß wie am Anfang? Wie am ersten Tag. Ja klar, also es hat sich natürlich ein bisschen die Perspektive verändert. Früher war man mehr als Fan da und jetzt ist man eben tatsächlich auch hier eben als ja, Aussteller mit da, hat die Bücher und verkauft die Bücher und signiert die Bücher und ist genauso lustig, ein bisschen andere Perspektive, aber macht genauso viel Spaß. Das glaube ich euch gern.
Okay, hallo Leute, wir sind wieder live auf der Fedcon. Wir waren jetzt bereits beim Fotoshooting mit Maike Shanks und haben auch weitere Fotoshootings besucht. Natürlich geht es jetzt weiter. Wir schauen uns weitere Panels an und die Fedcon geht noch weiter. Wir haben natürlich ein bisschen Spaß. Oh mein Gott, die Sturmtruppe, sie ist live und in Farbe neben mir. Ich habe mich sehr erschreckt. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich renne einfach mal davon. Ich stehe hier mit Captain America. Wie ist es für dich, auf der Fedcon zu sein? Es macht immer wieder Spaß, weil ich bin ja nicht das erste Mal da. Ich habe unheimlich viel Spaß, jede Menge tolle Leute, aber unheimlich warm. Das glaube ich gerne. Ist ein echt tolles Kostüm. Hast du lange dafür gebraucht oder hast du es nur gekauft? Da habe ich eigentlich nicht so lange dafür gebraucht. Danke erstmal fürs Kompliment. Im Endeffekt, wenn ich zusammenrechne, würde ich sagen 2 Monate. Gemacht ist daran eigentlich alles selber. Auch die Näharbeiten. Ich musste mir dafür erstmal das Nähen selber beibringen, weil ich in meinem Leben davor noch nie genäht habe. Das Einzige, was ich nachträglich noch extra nochmal neu gekauft hatte, war jetzt der Helm, weil den hat mir jemand angeboten für einen günstigen Preis, für den konnte ich nicht selber machen. Ich hatte davor schon mal einen Helm selber gemacht, aber für den Preis, den er mir angeboten hatte, musste ich eigentlich noch zuschlagen. Super geil. Wie sieht es aus? Captain America, ist das auch ein Vorbild für dich? Was heißt Vorbild? Für mich ist er eigentlich fast zu sehr Pfadfinder. Er verkörpert natürlich auch gewisse Ideale, Moral, Gerechtigkeit, denen man vielleicht nacheifern sollte, wobei man aber genau weiß, man kann es denen nicht nacheifern. Der etwas modernere Captain America aus den Comics ist natürlich schon eher an die Neuzeit angepasst, dass er auch mal zuhaut und etwas wütend wird. Grundsätzlich als Superheld, als Vorbild wäre für mich dann aber noch eher Spider-Man. So we're here at the Fedcon. I'm here with Larry Nemec. Check? Nemec. Well, it's one of those foreign names from Czechoslovakia, so you know it's a bit difficult, but hey. So how do you like the Fedcon so far? I'm loving Fedcon. It was a little funny coming in at first, but no, I loved it. I used to come to Germany a lot, and my wife came with me, but it's been 10 years since the Fedcon, and I keep saying, okay guys, another 10 years? I don't think so. We need to do this sooner. No, it's been great. And a lot of German fans remembered me from when we came to Fedcon before and the old Galileo conventions and other conventions. But there's been a lot of new people too, and it's been crazy, as always, and there's a lot of new things happening, and hopefully I got to do some new things. We did a caption
a blooper caption contest, and everybody had a good time. And I had Sunday morning, I didn't think there'd be anybody in my panel, much less me. But we had 200, 300 people in there, and it was a great time. So everybody's been, the Germans are always great, and the Belgians, and the Brits, and whoever comes over. So yeah, it's been a lot of fun. How would you describe the Fedcon to someone who hasn't been here before? Well, like in the 90s, and because I've worked around Star Trek for a long time, in the 90s and the aughts, everybody would say, oh, Fedcon is so big. And the first time I came up, I said, you know, it's not that it's huge, but it's got the partiers. It's the biggest partying con I've ever seen. But everybody is just really friendly. And you know, most of fandom anywhere in the world, everybody's friendly. But there's just, I don't know, there's just something about, you know, German fans and my German fan friends, and everybody's just great. But it's just, yeah, and it's very cute. People come up and say, hello, Larry. You remember we were talking at the Galileo Con in Goslar? And I'm like, okay, good, yes. But no, it's like people come up and say, do you remember when we talked, you know, in 02 or 03 or 04? So, no, it's just been, it's been great. And but the thing is, I'm doing a lot more now than I did 10 years ago with Star Trek Continues and my Trekland and my CDs and, yeah, everything. There's more here, my trunk stuff. So I've got more to talk about now than I did 10 years ago. So life's not quite as simple then, but yeah, everybody's been great, and everybody's, you know, said, oh, do it all. Yeah, my Con of Wrath, my documentary, had our party for that last night. So everybody's been great. Yeah, danke. Sounds really cool. Did you already learn some German words? Well, see, technically I'm like 1/4 German. I have German and Czech and Scotch-Irish. Well, I'm American. We're like, you know, melting pot, you know. But you know, my mother's mother's name was Kiesling. So I mean, he died before I was born. But my great grandfather's name was George Wilhelm Kiesling. So so I've always enjoyed German. When I was in music and I took voice singing, I always did German Lieder. So I've always just felt, you know, a kinship with it. You know, du meine Seele, du mein Herz, du meine Vorno, du mein Schmerz. I can still remember that from contest. But anyway, everybody else would do Italian and French, and I was like, no, I want to do German Lieder. And I was like the only kid in music contest that was singing in German. And they were like, oh, okay, good. So no, no. And I've gotten rusty. So coming back to Fedcon, I had to get up on my little bits of German. Pretty cool. Thank you really much. Dankeschön. I'm here with Barry Jenner. So, how do you like the Fedcon? How do I like the festival? Well, I'm having a great time, thanks to beautiful girls like you. What's the coolest thing about the Fedcon? The beautiful girls? No, I'm kidding. I'm kidding. What I really like are the people. I've never been to Germany before, and I've had just a great time. Everybody's been so friendly, so, I don't know, welcoming, and I wish I spoke more German, but I don't, you know, so, and everybody seems to be very understanding, you know. So did you not just learn even one word in German? What words do I know? Well, I know Guten Morgen and Guten Tag and Auf Wiedersehen and I think that's about it. So if you like the German girls, you could say, I love German girls would be Ich liebe deutsche Mädels. Ich liebe deutsche Mädels. Mädchen. Mädchen. Ich liebe deutsche Mädchen. Oh, ich liebe deutsche Mädchen. Mucho. Pretty cool. Well, did you have time for sightseeing? Not yet, but after the convention is over, we're going to around Germany. We rented a car. We're going to drive to like Berlin and maybe back around to Munich, and then we're going to go to Prague in Czechoslovakia, is Prague, and so we're going to do a lot of sightseeing. But during the convention, there's no time, you know. Okay, pretty cool.
So then I wish you a nice Fedcon to the rest and have fun at the sightseeing. I'll enjoy the sightseeing, and I want to say thank you to all the German people that I've met. You've been wonderful. Thank you. Danke. I know danke. Perfect, thanks. Perfect. Okay, 4 Tage Fedcon sind natürlich jetzt vorbei. Es waren 4 tolle Tage, voller spannender Erlebnisse in den Panels. Fotoshootings waren grandios, genauso wie die Autogrammstunde. Jetzt geht es natürlich nach Hause. Wir bedanken uns bei allen Stargästen, die da waren und an das ganze Fedcon-Team, sowie die Leute, die das hier mit betreut haben, die ganzen Securities und so weiter und so fort. Und wir gehen jetzt nach Hause. Tschö.